Last-Minute-Urlaub. Hallo liebe Deutschfans und willkommen zu einer, sagen wir mal, sehr spontanen Folge von Annas und Lenas Deutschalltag. Ihr erinnert euch doch sicher an Lenas Urlaubsträume aus der letzten Folge, oder? Nun ja, manchmal kommt es anders, als man denkt. Lena, wie geht's? Sitzt du schon mit der Wanderkarte da? Hallo Anna. Hallo zusammen. Wanderkarte? Nein, nicht ganz. Du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Mein Vormittag war total entspannt. Ich habe gerade gemütlich einen Kaffee getrunken und mir tatsächlich Webseiten für Berghütten angeschaut. Und dann hat mein Telefon geklingelt. Oh, wirklich? Ein Anruf? Und wer war denn am anderen Ende der Leitung? Na, wer wohl? Du warst das, Anna. Und du hast mein ganzes entspanntes Bergplanungsszenario über den Haufen geworfen. Du hast mir von diesem unglaublichen Last-Minute-Angebot erzählt. Ein Hotel direkt am Meer, irgendwo im Süden. Für eine Woche, super günstig. Aber, und das ist der Haken, der Flug geht schon morgen früh. Morgen früh. Ja, nun, manchmal muss man Gelegenheiten beim Schopf packen. Ich dachte mir, nach all der Putzerei und dem Schwimmbadstress hättest du dir ein bisschen echte Erholung am Meer verdient. Der Flug geht morgen früh. Aber die große Frage ist, was hast du gesagt? Was hast du entschieden? Also, zuerst war ich total überrumpelt. Ich habe gedacht, das geht doch gar nicht. Ich bin doch gar nicht vorbereitet. Mein Kopf hat gerattert. Aber dann, je mehr du erzählt hast, desto verlockender hat es geklungen. Und dann habe ich spontan Ja gesagt. Ich fahre ans Meer. Morgen. Es ist verrückt. Ja, das ist die Lena, die wir kennen. Und jetzt? Das große Packchaos? Wie bereitest du dich so schnell vor? Chaos ist das richtige Wort. Seit dem Anruf bin ich hier wie ein aufgescheuchtes Huhn herumgerannt. Zuerst habe ich meinen alten Koffer aus dem Keller hervorgezerrt. Der war natürlich ganz hinten. Dann habe ich angefangen, meine Sommerkleidung herauszusuchen. Puh, ich konnte mich kaum entscheiden, was ich anziehen soll für eine Woche Strand. Du bist herumgerannt, den Koffer hervorgezerrt und konntest dich kaum entscheiden. Das kann ich mir vorstellen. Was kommt denn alles in den Last-Minute-Strandkoffer? Also, ich habe natürlich sofort meine Bikinis gesucht. Hoffentlich passen die noch. Dann leichte Sommerkleider, Shorts, T-Shirts. Ich habe versucht, nur knitterarme Sachen auszuwählen. Sandalen, Flipflops. Mein großer Sonnenhut darf nicht fehlen. Und natürlich die Sonnenbrille. Dann die Kulturtasche. Sonnencreme, Aftersun, Duschgel. Ich habe einfach mal alles reingestopft, was ich finden konnte. Alles reingestopft. Klingt nach einer bewährten Methode bei Zeitdruck. Und was ist mit wichtigen Dokumenten? Oh Gott, ja! Ich habe sofort meinen Reisepass gesucht. Zum Glück lag er da, wo er sein sollte. Dann habe ich deine E-Mail mit der Buchungsbestätigung geöffnet und die Flugdetails überprüft. Ich muss auch noch schnell online einchecken. Und Geld. Ich muss noch etwas Bargeld abheben. Sehr gut. Reisepass, Buchungen, Geld, die Essentials. Was steht noch auf deiner Blitz-To-Do-Liste? Also, die wichtigsten Klamotten und die Kulturtasche habe ich schon mal im Koffer verstaut. Die Dokumente liegen bereit. Ich habe auch schon meine Nachbarin angerufen und gebeten, dass sie meine Blumen gießt. Sie hat „Ja, klar“ gesagt. Was ich noch machen muss? Online-Check-in. Die Kofferwaage suchen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel drin. Mein Handy-Ladegerät darf ich auf keinen Fall vergessen. Und ein Buch für den Flug.
Und ich muss natürlich noch meiner Schwester Bescheid sagen, dass der Pooltag mit den Nichten diese Woche leider verschoben wird. Die werden enttäuscht sein. Aber Tante Lena braucht jetzt dringend Sonne. Das werden sie verstehen. Es klingt, als wärst du schon gut im Rennen. Wirst du es schaffen, alles rechtzeitig zu erledigen? Ich hoffe es. Ich werde mich jetzt wirklich beeilen müssen. Nach unserem Gespräch werde ich sofort den Check-in machen und dann den Rest fertig packen. Ich plane, den Koffer heute Abend schon bereit zu haben, damit ich morgen früh nicht in Panik ausbreche. Ich würde mir wünschen, ich hätte mehr Zeit gehabt, aber so ein Spontanurlaub hat ja auch seinen Reiz. Dieses Kribbeln im Bauch. Absolut. Dieses Reisefieber ist doch was Tolles. Du wirst dich beeilen müssen. Du wirst den Check-in machen. Futur 1 für deine Pläne. Und du würdest dir wünschen, mehr Zeit gehabt zu haben. Perfekt der Konjunktiv 2 der Vergangenheit. Wortschatztafel Spontanurlaub Vorbereitung. Lena, das ist wirklich ein Abenteuer. Und für unsere Zuschauer hier die passende Wortschatztafel zu Lenas Blitzvorbereitungen. Der Anruf on die Entscheidung. Das Telefon hat geklingelt. Am anderen Ende der Leitung gewesen sein. Pläne über den Haufen geworfen haben. Von einem Last-Minute-Angebot erzählt haben. Der Haken an der Sache. Gelegenheiten beim Schopf packen. Total überrumpelt gewesen sein. Der Kopf hat gerattert. Verlockend geklungen haben. Spontan ja gesagt haben. Das Packchaos die Vorbereitungen. Wie ein aufgescheuchtes Huhn herumgerannt sein. Den Koffer hervorgezerrt haben. Sommerkleidung herausgesucht haben. Sich kaum entscheiden können, was man anziehen soll. Knitterarme Sachen ausgewählt haben. Alles reingestopft haben. Die Sandalen, die Flipflops, der Sonnenhut, die Sonnenbrille. Die Kulturtasche zusammengestellt haben. Der Reisepass gesucht haben, lag bereit. Die Buchungsbestätigung geöffnet haben. Die Flugdetails überprüft haben. Online einchecken, müssen, machen werden. Bargeld abheben, müssen. Klamotten im Koffer verstaut haben. Nachbarin angerufen, gebeten haben, Blumen zu gießen. Bescheid sagen, müssen. Die Kofferwaage suchen. Das Handyladegerät nicht vergessen dürfen. In Panik ausbrechen. Die Reise und das Gefühl. Der Spontanurlaub. Das Reisefieber haben. Das Kribbeln im Bauch spüren. Lena, ich bin so gespannt, wie diese Reise wird. Du musst uns bei deiner Rückkehr unbedingt alles erzählen. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ich werde versuchen, viele Fotos zu machen. Jetzt muss ich aber wirklich los und packen. Die Zeit rennt. Das verstehe ich. Dann drücken wir dir die Daumen, dass alles klappt und du einen traumhaften Urlaub hast. Liebe Zuschauer, das war ein kleiner Einblick in Lenas unerwartete Reisepläne. Was war eure spontanste Reise bisher? Und was dürfte in eurem Koffer für einen Strandurlaub auf keinen Fall fehlen? Schreibt es uns. Mini-Quiz für Zuschauer. Und ein kleines Quiz für euch zum Schluss. Welche 3 Dinge hat Lena beim Packen erwähnt, die sie für den Strand braucht? A. Sonnencreme, Taucherbrille, Wörterbuch. B. Bikinis, Sonnenhut, Sandalen. C. Wanderstiefel, Regenjacke, Schal.
Schreibt die richtige Antwort A, B oder C in die Kommentare. Auflösung im nächsten Video. Wenn euch diese spontane Folge gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, um nicht zu verpassen, wie Lenas Last-Minute-Urlaub wirklich war. Oh nein! Aber ich bin für alles bereit. Macht's gut und bis bald. Vielleicht schon mit Urlaubsgrüßen. Tschüss! Tschüss zusammen und habt immer einen gepackten Koffer für die schönen Überraschungen des Lebens bereit.